Heute also endlich im Video die brandneue Adidas Predator Generation im Review. Und das ist tatsächlich auch mal wieder eine Adidas Predator Generation, auf die ich mich freue. Es hat sich einiges geändert. Ob das gut oder schlecht ist und was ihr vor dem Kauf wissen sollt, gibt es jetzt im Review. Wie ihr wisst, von den letzten zwei Adidas Predator Modellen war ich kein besonders großer Fan. Der Predator Edge war ein kompletter Reinfall meiner Meinung nach. Der Accuracy hat da definitiv schon ein bisschen mehr Hoffnung gemacht. Trotzdem hat sich Adidas gedacht, beim neuen Adidas Predator komplett von Null anzufangen, denn bei diesem Modell ist alles neu. Starten wir mit dem neuen Obermaterial, dem Hybrid Touch 2.0. Zwar keine Spikes am Fußballschuh, aber diese Gummistruktur macht hier dem Adidas Predator alle Ehre. Extrem viel Grip, man hört es wahrscheinlich auch ziemlich gut. Insgesamt auch ein deutlich weicheres, flexibleres Obermaterial. Vor allem nach der Einlaufphase wird es extrem weich, anpassungsfähig und angenehm. Gleichzeitig sorgt dieses dünne Obermaterial auch für ein deutlich geringeres Gewicht, dass der Adidas Predator gerade mal auf 195 Gramm kommt und damit eigentlich einer der leichtesten Adidas Predator aller Zeiten. Der Adidas Predator erscheint als in einem neuen Licht. Man muss sagen, neben dem neuen Obermaterial, der komplett neuen Sohle, hat er auch eine neue Form bekommen. Was das dann genau On-Feet bedeutet, auch für den Fit und Komfort, würde ich sagen, schauen wir uns an, und zwar On-Pitch. Schauen wir uns also den Predator On-Feet an und was auffällt, deutlich schmaler geschnitten als beim letzten Schuh. Das heißt, hier ist es auf jeden Fall enger anliegend und auch allgemein flacher geschnitten. Hier ist das minimal gewölbt im Vergleich zum Point One, aber auf jeden Fall ein komplett anderer Fit, viel leichterer Schuh. Wir haben hier auf jeden Fall eine Socke, die elastisch ist, aber trotzdem eng anliegt. Hier auf der Innenseite finde ich es ziemlich gut. Auf der Außenseite hat man so ein bisschen viel Spiel, ist aber meckern auf hohem Niveau. Ansonsten man fühlt sich schon sehr eng eingeschlossen. Ich hätte den Schuh bewusst eine halbe Nummer kleiner genommen. Warum, erkläre ich euch später. Aber was so das On-Feet-Gefühl angeht, finde ich sehr, sehr angenehm. Ist natürlich jetzt kein breiter Fußballschuh mehr oder kein klassisch breiter Fußballschuh beim Vorgängermodell. Aber den Komfort finde ich auf jeden Fall gut. Die Sohle ist, beziehungsweise die Ferse ist auf jeden Fall solide, habe ich jetzt keine Druckstellen gehabt, hat hier so einen kleinen Schwachpunkt, kommen wir auch nachher noch im Video dazu zu sprechen. Ansonsten auf jeden Fall On-Feet überraschend angenehm, aber eigentlich ein komplett anderes Gefühl im Vergleich zum Predator Accuracy. Sprechen wir passenderweise direkt mal über den Halt und die Stabilität im neuen Adidas Predator. Ihr habt gehört, die Ferse hier auf jeden Fall solide, was den Komfort angeht, aber hier im Lockdown so ein bisschen die Problemstelle. Man rutscht leichter aus dem Schuh raus, vor allem wenn man keine Gripsocken trägt. Was mir aufgefallen ist, deswegen habe ich den Schuh auch eine halbe Nummer kleiner genommen, da war es nicht so das Problem, hat man zwar einen engeren Sitz, rutscht aber auch nicht so gut im Schuh. Insgesamt erinnert das so ein bisschen mehr an Adidas X Laceless und zwar mit Grip. Schauen wir uns mal den womöglich geheimen Star des Updates des Adidas Predator an, und zwar ist das die Control Frame 2.0 Außensohle. Wir haben hier dreieckige Stollen, die funktionieren auf jeden Fall sehr solide. Der Mittelfuß ist sehr, sehr fest, also auch eine gute Traktion auf dem Platz, und vorne hilft das Ganze, um aggressiv zu beschleunigen. Hier am Fußballen hat man auch noch eine Verstärkung, fühlt sich am Fuß einfach so ein bisschen an, als würde man aggressiver beschleunigen können, und ist auch ein deutliches Upgrade im Vergleich zur letzten Sohle, die für mich eher so im Bereich Quatsch war. Wir hatten ja ein Zusatzgewicht im Vorderfußbereich, soll die Schussbewegung dynamischer machen, muss ehrlicherweise sagen, mir gefällt diese aggressive Variante hier deutlich besser. Zum 30-Jahre-Jubiläum beim Adidas Predator hat sich Adidas auch so ein bisschen an der Vergangenheit bedient, und zwar hier bei dem Strike-Skin-Obermaterial. Das sind diese Spikes hier, oder Spikes kann man sich unbedingt nennen, diese Gummistruktur, die hier auch geradlinig angelegt ist, macht vor allem im Bereich Schießen auf jeden Fall sehr viel Sinn, ist extrem angenehm, was das Thema Spin angeht. Dadurch aber natürlich auch eine zweite Schicht zwischen Ball und Schuh, sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf bewahren. Wer als den direkten Touch sucht, jetzt nicht unbedingt bei diesem Fußballschuh das Richtige, obwohl es sehr weich ist. Wer aber auf der Suche ist nach maximalen Grip, wird bei diesem neuen Adidas Predator definitiv fündig.
Bevor wir gleich zum Fazit des Adidas Predator hier in der Laceless-Version kommen, wollen wir natürlich auch so ein bisschen einen negativen Punkt ansprechen. Ihr habt es schon gehört, Thema Halt hier in der Ferse. Bei 2 von 3 Testern war ja so ein bisschen wenig Halt vorhanden. Das heißt, vor allem beim schnellen Beschleunigen ist man so ein bisschen aus dem Schuh gerutscht. Hier hilft zum einen Gripsocken oder den Schuh eine halbe Nummer kleiner zu nehmen. Dann ist er natürlich sehr eng auch vorne. So habe ich es gemacht, dann hatte ich keine Probleme. In meiner regulären Größe ist es einfach so das Problem, dass man leichter rausrutscht. Hier soll natürlich die Elite-Version mit Schnürung deutlich besser sein. Ihr wollt aber erst die Laceless-Version, das heißt, hierzu gibt es dann natürlich nochmal einen Vergleich. Kommen wir also mal zum abschließenden Fazit zur neuen Adidas Predator-Generation. Tatsächlich endlich mal wieder ein Predator, den ich sehr krass feiere. Kann mich nicht daran erinnern, wahrscheinlich der Mutator, der mich so begeistert hat wie dieses Modell hier. Generell wirkt er einfach frischer, moderner. Mir gefällt das Design. Wäre natürlich cool gewesen, im Lounge Colorway ein bisschen mehr hellere Farben zu haben. Ist aber natürlich meckern auf hohem Niveau. Mir gefällt die Stollenkonfiguration deutlich besser. Der Touch ist sehr angenehm, braucht zwar ein bisschen Einlaufphase, nach 2, 3 Einheiten ist aber sehr, sehr weich geworden. Und vor allem der Grip ist wieder da, wo er sein muss. Ist effektiv nicht zu viel am Schuh, sondern an den Stellen, wo man es auch wirklich braucht. Ist einfach stimmiger, der Adidas Predator. Das heißt, bis auf diese Stellen bei der Laceless-Version, wo es ein bisschen Probleme gibt, muss ich sagen, ein sehr überraschender Schuh. Ich bin mal gespannt, ob wir auch noch die Schuhzungen-Variante für euch testen sollen und die Point One mit Schnürung. Da gibt es so minimale Unterschiede, soll auch das Problem dann verhindern mit dem Rausrutschen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Tatsächlich haben wir noch gar nicht über die Optik dieses neuen Adidas Predator gesprochen. Wir haben wie gesagt hier die Laceless-Version. Haben wir natürlich schon sehr lange und sehr häufig an den Füßen der Adidas-Athleten gesehen. Der war ja schon lange in Action, bevor er rauskam. Ich muss sagen, mir gefallen vor allem diese 3 Streifen hier, die natürlich angelehnt sind an den alten Adidas Predator extrem. Kleine optische Details wie hier das Predator-Logo und auf der Innenseite hier nochmal das Hybrid Touch 2.0. Ich hätte mir natürlich gerne ein helleres Obermaterial gewünscht, so wie zum Beispiel im limitierten Schuh oder bei Trent Alexander-Arnold. Trotzdem muss man sagen, macht der Schuh eine sehr coole Figur, wirkt deutlich sportlicher, dynamischer als das Vorgängermodell, ist auch viel flacher geworden, sieht man hier ganz gut. Hier innen hat man nochmal so ein kleines optisches Highlight mit dem Predator-Logo und diesen ja, Spikes-ähnlichen Designs. Das neue Obermaterial hier, ich hoffe es stellt scharf, hat natürlich auch genügend Grip, sehr weich, vor allem nach der Einlaufphase, macht also eine sehr gute Figur, ist auch sehr leicht und auch die neue Sohle, muss ich sagen, hier mit dem Predator-Logo nochmal als Schriftform finde ich sehr cool. Hervorgehoben hier wie gesagt die Verstärkung. Ansonsten eine weiße Sohle. Ferse hier nochmal mit diesem orangen Details, was wir auch nochmal beim Adidas Performance Logo sehen. Ist aber ein Colorway, das mir ein bisschen zu dunkel geworden ist. Ihr könnt trotzdem mal 1 bis 10 in den Kommentaren dalassen. Das war es auch schon wieder zum brandneuen Adidas Predator im Review hier im Lounge Colorway. Wie gesagt, es wird noch ein Vergleichsvideo geben mit der Schuhzunge gegen die Point One Variante mit Schnürung. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Falls ihr Fragen zum Schuh habt, unten in den Kommentaren dalassen. Natürlich findet ihr alle Infos zum Schuh und wo ihr den Schuh sichern könnt, unten in den Kommentaren. Das war's zum heutigen Video. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.